Diese 7 Aktien werden mich zum Millionär machen. Und das hat absolut nichts mit Glück, Insiderwissen oder riskanten Investitionen zu tun. Es ist pure, unbestreitbare Mathematik. Mein aktueller Rentenbescheid sagt mir 1.800 Euro im Monat, voraussichtlich im Jahr 2055. Mein privates Aktiendepot hingegen peilt die 3 Millionen Euro Marke und eine monatliche Entnahme von über 11.000 Euro pro Monat an. Während die breite Masse da draußen auf das staatliche Rentenlotto setzt und hofft, dass das Umlagesystem in 30 Jahren nicht komplett implodiert ist, bauen meine Frau, unser Junior und ich unser eigenes Kraftwerk auf. Das Familiendepot. Stand heute stehen wir bei etwa 285.000 Euro in Aktien. Das ist kein Erbe und kein Lottogewinn. Schön wär's. Das ist das Ergebnis von harten Entscheidungen und dem Wissen, wie man als Angestellter den Zinseszins für sich arbeiten lässt. In diesem Video gehen wir tiefer rein, warum die gesetzliche Vorsorge für uns Angestellte mathematisch am Ende ist und warum du jetzt selbst handeln musst. Ich rechne dir vor, warum dieses Depot fast zwangsläufig Richtung Multimillionär marschiert, warum die aktuelle Weltlage und der Extreme 4 für mich kein Grund zur Sorge, sondern die Kaufchance des Jahrzehnts sind, und ich verrate dir, in welche 7 Tech-Giganten ich bereits im großen Stil investiert bin und welche ich jetzt im weltweiten Chaos massiv einsammle. Schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. In meinen Videos zeige ich dir unser privates Depot. Es soll dich unterhalten, motivieren und vielleicht ein bisschen inspirieren. Aber nicht vergessen, ich bin kein Experte und kein Guru, daher hier der Hinweis. Es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Ich bin ein ganz normaler Sterblicher mit etwas Börsenerfahrung und mache natürlich auch Fehler. Bevor wir aber zu den Millionen kommen, müssen wir über das Schauermärchen der gesetzlichen Rente sprechen. 1,8 Euro brutto klingen für viele im ersten Moment nach einer soliden Basis. Aber wer so denkt, vergisst den größten Dieb deines Vermögens, die Inflation. Wenn wir extrem konservativ mit der offiziellen Zielmarke von 2% Preissteigerung pro Jahr rechnen, haben diese 1.800 Euro im Jahr 2055 noch die Kaufkraft von heute ca. 990 Euro. Jetzt schau dich mal um, was kriegst du heute für knapp 1.000 Euro? Miete, Strom, Heizung, Lebensmittel, Versicherungen, das wird verdammt eng, zumindest hier in Baden-Württemberg. Und wir reden hier immer noch von Brutto. Von diesen 1.800 Euro ziehen die Krankenversicherung der Rentner und die Pflegeversicherung sofort ihren Teil ab. Danach kommt das Finanzamt und am Ende bleibt dir ein Betrag, der sich eher nach einem Mitleid anfühlt als nach dem verdienten Lohn für 40 Jahre Arbeit. Wer sich ausschließlich darauf verlässt, spielt finanzielles Roulette mit einer Kugel, die bereits im Lauf steckt. Unser Aktiendepot startete auch ziemlich spät bzw. erst 2019 bei 0 und der erste ETF-Sparplan lag bei gerade mal 100 Euro im Monat. Der entscheidende Punkt ist nicht, mit wie viel du startest, sondern dass du startest und die Zeit für dich arbeiten lässt. Der Zinseszins ist eine Exponentialfunktion. Er braucht Zeit, um seine Magie zu entfalten, aber wenn er einmal rollt, ist er nicht mehr aufzuhalten. Kommen wir zur Magie der Zahlen. Warum bin ich mir so sicher, dass wir die Millionenmarke nicht nur knacken, sondern weit hinter uns lassen? Unser aktuelles Fundament liegt bei etwa 285.000 Euro. Vor kurzem lag es bereits bei sogar 295.000 Euro. Aber angenommen, wir lassen dieses Kapital einfach liegen, keine weiteren Einzahlungen, kein Stress. Wenn wir eine durchschnittliche Marktrendite von 8% pro Jahr annehmen, was dem historischen Durchschnitt der MSCI World entspricht, passiert nach 30 Jahren Folgendes.
Das sind fast 2,9 Millionen Euro. Nur durch Warten. Das ist die Macht der Mathematik. Und jetzt kommt der Punkt, der mein Ziel für 2036 und darüber hinaus definiert. Die Entnahmephase. Wenn wir im Alter konservativ sagen, wir nehmen 5% pro Jahr aus dem Depot heraus, sei es durch Dividenden oder Teilverkäufe, dann sprechen wir von über 143.000 Euro pro Jahr. Das sind fast 12.000 Euro brutto im Monat. Selbst wenn wir die Kapitalertragssteuer von 25%, den Solidaritätszuschlag und eine ordentliche private Krankenversicherung abziehen, bleiben uns immer noch über 8.000 Euro netto. Vergleicht das mal. 1.500 Euro staatliches Mitleid gegen 8.000 Euro echte finanzielle Freiheit. Das ist keine Verbesserung deines Lebensstandards. Das ist Aufstieg in eine völlig andere Galaxie. Und nochmal, das ist nur der heutige Stand. Wenn wir aber weiterhin 1.000 Euro pro Monat investieren, dann können es mehr als 4,2 Millionen Euro werden, die wiederum bei 5% Dividenden oder Entnahmen pro Jahr um die 17.000 Euro pro Monat ganz passiv bringen können. Sprich, genau das 10-fache von meiner Rente. Und das Beste, wir müssen dafür gar nicht wirklich bis 67 warten. Durch unseren speziellen Fokus auf Wachstumsaktien können wir diesen Prozess massiv beschleunigen, weil manche sagen ja, 30 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Und sie haben recht. Deshalb haben wir einen Beschleuniger in unser Depot eingebaut. In unserem Portfolio steckt ein massiver Tech-Kern. Aktueller Wert allein dieser Positionen über 110.000 Euro. Warum setzt mir so massiv auf diese Werte? Weil diese Unternehmen nicht mit 8% pro Jahr wachsen. Sie dominieren die Weltwirtschaft. Sie kontrollieren die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Wer heute KI, Cloud Computing und digitales Marketing kontrolliert den weltweiten Cashflow. Nehmen wir mal an, dieser Tech-Corp wächst weiterhin mit 18% pro Jahr. Das klingt viel? Schau dir die letzten 10 Jahre dieser Aktien an. Da waren 22% oft das untere Ende der Skala. Wenn wir also mit 18% rechnen, erreicht allein dieser Tech-Teil unseres Depots in etwa 14 Jahren die Millionengrenze. Ganz ohne eine einzige weitere Einzahlung. Wir investieren hier nicht in vage Hoffnungen oder den nächsten Hype. Wir investieren in Firmen, deren Produkte du jeden Tag nutzt, allein während du dieses Video schaust. Wenn diese Giganten weiterhin die neuesten Technologien aufsaugen, werden wir mit diesen 100.000 Euro im Rentenalter zu Multimillionären. Und das ist der Grund, warum ich bei Kursrücksetzern nicht panisch werde, sondern feiere. Warum kaufe ich ausgerechnet jetzt, wo die Nachrichten voll von Krisen, Zöllen und Kriegen sind und der Fear and Greed Index Panik signalisiert und rot leuchtet? Weil die meisten Anleger einen fatalen Fehler machen. Sie lassen sich von ihren Emotionen leiten. Die aktuelle Weltlage mit Zöllen, Trump-Tweets, Inflationsangst, für uns sind das Rabattaktionen. Die Masse haben Angst, wunderbar. Unsicherheit sorgt für Volatilität und Volatilität sorgt für Einstiegskurse. Ich habe 2020 im Corona-Crash gekauft, als alle dachten, die Welt geht unter. Ich habe 2022 im Bärenmarkt durchgezogen, als die Zinsen stiegen. Ich habe es im April 2025 während der Zollpanik wieder getan. Wenn wir uns die Börsenhistorie seit der großen Depression anschauen, dann hat es zwischenzeitlich immer wieder gecrashed, aber der Markt kam immer zurück und hat danach die neuen Rekorde erreicht. Und den Tipp wiederhole ich immer wieder gern. Qualitätsaktien nachkaufen, wenn es weh tut. Das ist kein Geheimnis, das ist einfach nur Disziplin und ein dicker Geduldsfaden. Kommen wir zu den Details. Hier sind die 7 Unternehmen, die mein Depot zur Millionenfestung ausbauen. Alphabet, das absolute Monopol auf Information. YouTube ist die größte Videoplattform. Die Suche ist unersetzlich. KI wird sie nicht zerstören, sondern effizienter machen. Mein Kaufziel, alles unter 200 Euro. Microsoft, meine erste Einzelaktie und die ultimative Cash-Maschine. Azure Cloud wächst ungebremst. Office ist Standard. Es ist die sicherste Aktie der Welt, meiner Meinung nach. Mein Kaufziel, alles unter 320 Euro. Amazon, viele sehen nur den Paketdienst. Ich sehe AWS, das Rückgrat des Internets. Das ist die wahre Gewinnmaschine.
Kaufziel alles unter 160 Euro. Meta Platforms, 3,2 Milliarden Menschen nutzen täglich deren Apps. Die Werbepower ist unerreicht. Meta ist eine Geldkellerei. Kaufziel alles unter 500 Euro. Nvidia, kein KI-Boom ohne deren Chips. Sie sind die Schaufelverkäufer im Goldrausch. Jede Korrektur ist ein Geschenk. Kaufziel alles unter 120 Euro. Apple, meine zweitälteste Aktie im Depot und das stärkste Ökosystem der Welt. Wer einmal ein iPhone hat, geht selten weg. Die Cash-Reserven sind gigantisch. Hier kaufe ich bei 170 Euro nach. AMD, der dynamische Verfolger im Chipmarkt, der Intel und Nvidia ordentlich unter Druck setzt. Unter 120 Euro wäre ich wieder dabei. Apropos, allein dieses Jahr habe ich fast 7000 Euro in Microsoft und 2000 Euro in Amazon-Aktien investiert. Bei den restlichen Werten warte ich auf die günstigeren Kurse. Diese Titel sind keine kurzfristigen Wetten. Sie bieten Wachstum und zunehmend auch Sicherheit durch massive Cashflows. Was ist das Ziel des Videos, fragst du dich? Dass du dir zu dem Thema so früh wie möglich Gedanken machst. Am Ende des Tages hast du zwei Optionen. Option A, du lebst vom Gehalt zum Gehalt und vertraust auf ein Rentensystem, das mathematisch auf dem Abgrund steht und hoffst, dass in 30, 40 Jahren noch genug übrig ist, um dir ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Option B, du nimmst dein Schicksal selbst und früher in die Hand, du verzichtest heute auf ein bisschen unnötigen Konsum, setzt auf die stärksten Unternehmen der Welt und baust dir eine eigene Freiheit von über 11.000 Euro im Monat auf. So wie wir zum Beispiel. Wir als Familie haben unsere Entscheidung noch vor Jahren getroffen. Wir setzen auf Aktien nicht, weil wir zocken wollen, sondern weil wir rechnen können. Und ein wichtiger Punkt, den viele Hardcore-Sparer falsch verstehen. Wir investieren nicht, um mit 70 der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein. Nein, wir nutzen die Sicherheit, die dieses wachsende Vermögen bietet, schon heute. Wenn du weißt, dass deine Basis für das Alter steht, triffst du heute ganz andere Entscheidungen im Job. Du arbeitest nicht mehr aus nackter Existenzangst, du arbeitest, weil du willst. Wenn dein Chef nervt oder ein Projekt keinen Sinn macht, kannst du entspannt sagen, nope, ohne mich. Das ist wahre Freiheit und sie beginnt im Kopf, lange bevor die erste Million auf dem Konto steht. Was ist dein Plan für die nächsten 30 Jahre? Vertraust du noch auf den Staat oder hast du schon angefangen, dein eigenes Depot aufzubauen? Schreib es mir in die Kommentare, ob du in den aktuellen Panikphasen an der Börse ebenso fleißig investierst. Wenn du mehr von unserer Reise zu Millionen erfahren möchtest, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Bleib auf jeden Fall investiert, aber auch locker. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.